Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, freut sich wieder dabei zu sein, wie immer. Ganz genau. Eine Woche nämlich vor Heiligabend, ne? Vor Weihnachten. Und deswegen ein passendes Thema dazu. Wir haben einfach mal hier unsere Losbox genommen, was oft die Losbox ist, wenn wir Verlosung machen. Aber heute ist es einfach mal eine Vasendeko, würde ich sagen. Genau. Und da haben wir den Stern, Do-it-yourself-Stern mit Ho, 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 eine Kugel, eine Weihnachtskugel und ganz viel Moos und Zapfen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und zwar, hier haben wir die Basis. Könnt ihr hier oben in der Infobox mal gucken. Das Glas hatten wir gemacht mit Kräutern. Habe ich gerade rausgenommen, roch oder riecht immer noch ganz, ganz doll. Also fantastisch. Aber wir haben gedacht, eine Weihnachtsdeko, weil die habe ich beide unten im Keller gefunden. Und ich finde, dieser Ton passt doch perfekt. Und da ich dieses Band auch noch habe ich das nochmal rausgesucht, genauso wie dieses Band. Das habe ich auch hier unten eingearbeitet. Und da hatten wir, glaube ich, 3 verschiedene Töne. Einmal braun, dann einmal so ein beige, Natur, das sieht man natürlich kaum. Und dann einmal dieses Aubergine, sag ich mal. Dann habe ich gestern diese kleinen Bäumchen gefunden, die kleinen Tannen. Dann haben wir noch das Polstermoos. Das habe ich jetzt weggenommen von unserer Tischdeko, ne Micha? Ja. Das war wirklich richtig schön. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, wir müssen neue Dekos machen. Ich nehme das wieder runter. Das habe ich jetzt runtergenommen. Dann habe ich von der Euphorbia, habe ich hier noch die untersten Stücke, dieses Knöchrige. Das habe ich im Müll gefunden. Das habe ich natürlich mit nach Hause genommen. Dann habe ich hier noch mal so wie kleine Zapfen habe ich noch gefunden. Hier habe ich auch noch mal Zapfen und einmal dieses Ho, Ho, Ho in Gold und einmal diesen Stern. Und den finde ich natürlich auch fantastisch. Den kann man super verändern, dekorativ einsetzen, so wie diese Lichterkette. Und genau, Heißklebepistole und eine Schere. Und ich würde sagen, es geht los. Und wir haben heute nämlich richtig Lust zu dekorieren und sind richtig gut in Stimmung mittlerweile. Und warum, Micha? Weil Finnick war weg, unser Kater, und der ist wieder da. Der war beim Nachbarn in der Garage. Genau. Über Nacht. Wir haben ganz viele Stunden heute gesucht. Ich musste mir erstmal einen ganz starken Kaffee machen, waren sehr deprimiert, wirklich alle in der Familie. Und Laura ist gekommen mit ihrem Freund und tatsächlich ganz zum Schluss haben sie hier in der Garage nebenan den Kater gefunden. Und deswegen sind wir richtig guter Laune und machen eine ganz natürliche Deko und freuen uns mit euch, diese Deko zu machen. Und jetzt nehmen wir erstmal das Glas und ich würde sagen, hier mit dem Moos fange ich erstmal an, hier schon mal was reinzulegen, hier unten. Ich hatte erst überlegt, hier das ein bisschen auszustopfen mit Steckmoos oder wie auch immer, aber ich habe so viel und kann da tatsächlich ordentlich mit Höhe reinbringen und deswegen lege ich mir das jetzt erstmal hier aus. Und wenn man jetzt hier eine kleine Höhe hat, dann kann man anfangen, ein paar Zapfen zu nehmen und das mache ich jetzt auch. Ich nehme mir hier die dunklen, aber auch diese hellen finde ich ganz schön, weil das gibt ja noch mal so ein kleines Farbspiel. Gerade hier oben nachher, wenn das Gold mit da reinkommt, dann hat man hier schon mal auch ein bisschen so diesen Ton, diese Helligkeit. Und genau, das fülle ich mir jetzt hier mit Zapfen auf. Dann nehme ich wieder das Moos und lege mir hier noch mal was rauf. Und dann kommen jetzt auch schon von der Euphorbia die Äste dazu und die könnt ihr jetzt einfach hier auch schon mal so mit reinstecken.
the first Und wieder ein bisschen Moos. Noel, the angels did say. So, restlichen Zapfen kommen auch noch da rein. Und jetzt habe ich auch richtig gute Höhe hier reinbekommen, weil ich möchte nämlich sehr gerne den Stern hier einmal reinstechen. Und ich gucke, weil hier oben geht es nicht mehr. Da bleibt er hier stehen und der guckt jetzt praktisch raus und das wollte ich auch. So, und jetzt werde ich hier so ein kleines Bäumchen nehmen und mir das hier mit zwischen das Moos mit einarbeiten. Und das andere nämlich auch. Mach mir noch mal ein bisschen Höhe. Und auch hier kommt jetzt das kleine Bäumchen rein. Was to certain poor shepherds in Und verkleide mir das noch mal mit Moos. fields as they lay, in fields where they lay. Keep Und bis oben hin gearbeitet, richtig wie in einem kleinen Wald. Und hier oben kommen jetzt noch mal ein paar Zapfen. Kann man auch hier noch mal ein bisschen reinschmeißen. Ganz quer durcheinander, ganz natürlich. Und genau, ich werde jetzt den Stern, möchte ich nämlich einmal hier so schief oben hin einarbeiten. Und jetzt gucken wir einfach mal, das stelle ich mir zur Seite. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 색이 Und ich nehme jetzt hier mein Naturband und fixiere mir das hier unten einmal. Ich mache mir hier einen Knoten rein. Ich habe mir jetzt ein Stück abgeschnitten, sonst komme ich hier nicht durch. Und ich wickle jetzt das Band hier um den Stern herum, um die Silhouette. Und dann könnt ihr zwischendurch einfach mal mit dem Heißkleber das ein bisschen fixieren, damit das nicht so rumrutscht. Und dann nehme ich einfach hier vorsichtig Heißklebe, gehe einmal rum und fixiere mir das Band hier am Stern. Trocknen lassen und wieder weiter rumgehen. So, und das ist jetzt unser Naturstern mit ein bisschen Auberginen hier oben. Genau. Und bevor wir den jetzt hier fixieren, würde ich sagen, nehme ich jetzt einfach mal die Lichterkette. Und ich finde, so einen leuchtenden Stern, der geht doch immer, oder? Der muss mit. Der muss mit, genau. Und jetzt nehmen wir hier, ich mache mir den mal eben hier auseinander. Die hatten wir nämlich gerade auch auf der Tischdeko. Das war auch wunderbar. Aber wie gesagt, die fixiere ich mir jetzt hier einmal. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil das eine Drahtlichterkette ist. Hier oben an dem Band. Und hier nehme ich erstmal den Anfang und zwirbel mir das hier ein paar Mal rum. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade mit diesen Drahtlichterketten. Und jetzt gehe ich hier ein paar Mal rum um den Stern, um die Silhouette und genau, fixiere mir die Lichterkette. Lichterkette haben wir rumgewickelt und jetzt kann ich den Stern hier wunderbar, und ich möchte den so ganz leicht, glaube schräg, wenn es geht, einarbeiten. Und das ist ein bisschen schwierig, das hält nicht so gut. Und das heißt, ich stecke mir den hier einfach rein. Und jetzt könnt ihr das Batteriefach hier einfach nehmen und dann wirklich gucken, hier in das Moos hineinzuarbeiten und das zu verstecken. Am besten hier oben, dass ihr rankommt, mit Ein- und Ausmachen. Und ich lege mir da jetzt erstmal noch ein bisschen Moos drauf. Ihr könnt es aber auch mit Juteband verstecken oder wie auch immer. Aber das ist natürlich hier jetzt ganz praktisch. Und das Ho-Ho-Ho-Zeichen, genau das Goldene, ich finde, das kann man jetzt hier wunderbar einfach in der Mitte fixieren. Ich habe das Juteband hier oben ja ein bisschen abgeschnitten und werde das jetzt hier ganz normal nur mit dem Knoten oben nochmal fixieren. Und dann könnt ihr das wunderbar hier reinhängen. Und ich finde das wirklich sehr niedlich. Das passt doch ganz gut, oder? Das passt sehr gut, ja.
Genau, richtig schön weihnachtlich. Den Rest schneide ich jetzt hier oben ab. Und ganz ehrlich, ich finde, eine Kugel finde ich wunderbar. Da schneide ich mir jetzt aber auch hier nochmal eben das Goldene ab und werde mir das ganz vorsichtig einfach nur hier hintersetzen. Und guck mal, jetzt haben wir hier eine Kugel, 2 Bäumchen und ganz viel Natur. Ich denke, es ist fertig. Das war unser Thema heute. Ein Centerpiece oder eine Vase, genau, mit den kleinen Tannen, mit ganz viel Natur, alles nur reingemacht. Und was auch wunderbar aussieht, natürlich, wenn man eine Lichterkette hier mit einbaut. Aber das wollte ich diesmal nicht. Ich wollte ein bisschen den Stern in Szene setzen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch mit diesem Thema heute inspiriert haben. Und genau, dass euch das gefallen hat. Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook. Hier unten findet ihr die Button, den Link dazu. Dann freuen wir uns, da kommen immer kleine Highlights. Und ja, es geht jetzt in großen Schritten auf Weihnachten, ne Micha? Ja. Ganz genau. Und die Vorfreude kommt. Es ist schon relativ, wisst ihr ja, wenn ihr schon öfter die Filme geguckt habt, sehr dekorativ hier bei uns mit Lichterketten. Also viel Platz haben wir auch wirklich nicht mehr. Aber es freut uns immer wieder, mit und für euch zu dekorieren. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Wir umarmen euch, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. bis die, genau. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No